Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Man glaubt es nicht, der amerikanische Shutdown hat Auswirkungen auf die Lufthansa, auf die Allegris. Kannst du dir nicht ausdenken. Weiter geht es dann bei dem Thema Marriott. Wir haben Marriott, da gibt es eine Promotion. Wir haben Air France KLM, die machen ein Statusmatch, leider nicht für alle, da kommt es darauf an, in welchem Land ihr seid. Austrian Airlines, die 767 fliegen vielleicht länger und MSC, wer erinnert sich an MSC, die wollen eine Fluggesellschaft kaufen. Ist es eventuell nur um zu investieren oder hat das einen tieferen Sinn, schauen wir uns auch an. Dann haben wir Krankmeldungen, Flugausfälle bei Lufthansa City Airlines, Entschuldigung, bei Lufthansa City Line und nicht bei der Airlines. Und wir haben bei Finnair Flugausfälle gehabt, auch aus einem merkwürdigen Grund. Flying Blue hatte ich erzählt, also insofern, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und dann zu abonnieren. Ja, eine der größten Reedereien, ach, kommt aufs Cool übrigens, eine der größten Reedereien der Welt, MSC, die wollten ja, was wollten die? Wollten die ITA mit der Lufthansa zusammen übernehmen, haben sich dann in die Büsche geschlagen und jetzt hört man so aus dem Buschfunk, sie wollen EasyJet haben. Und zwar wollen sie das mit einem Investmentfonds zusammen kaufen und die Frage ist, warum? EasyJet kommentiert das nicht, MSC dementiert Gespräche, dennoch ist der Aktienkurs um 10% nach oben gegangen. Die Option, wie sie laufen soll, ist Kauf einer Mehrheitsbeteiligung, komplette Übernahme der Airline. EasyJet liegt bei 4 Milliarden Euro. Investoren sehen das als attraktiven Value an. 2021 versucht ja Wizz Air eine Übernahme, aber das Angebot wurde von EasyJet abgelehnt. Die haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Ja, Skepsis bei der Bernstein-Analyst Alex Irvine. Industrielle Logik einer MSC-Übernahme ist halt nicht sofort ersichtlich. Warum ist sie nicht sofort ersichtlich? Weil es halt sich um eine Billigfluggesellschaft in Anführungsstrichen handelt und damit Cargo dann noch anzufangen, ist natürlich ein Problem. Und ja, ich bin mal gespannt. Da gibt es ein paar Zitate. Einmal das Zitat für Branchenkenner, erschließt sich die industrielle Logik halt nicht. Dann die Option reicht nur Kauf einer Mehrheitsbeteiligung bis hin zu einer vollständigen Kontrolle, wie man so hört. Und EasyJet ist laut einem Medienbericht erneut im Visier von Kaufinteressenten. Also das heißt, diese drei Sachen sind da ganz spannend. Und ist es so, dass der Seefrachtgigant MSC, wenn er da einsteigt bei der EasyJet, dass das ein Investment ist, das strategisch Sinn macht? Oder ist das einfach nur ein Investment? Weil das kann es ja auch sein, dass wir einfach sagen, wir wissen gerade nicht, wohin mit dem Geld und wir sagen, EasyJet ist ein gutes Ziel. Lufthansa City Line, also die abgewickelt werden sollen und durch die Lufthansa City Airlines ersetzt werden sollen, haben dort Krankheitsmeldungen und Flugausfälle verursacht. Warum? Die Leute haben halt neben den Drohnen halt eine Menge von Krankmeldungen. Ja, die Drohnen haben ja für die Flughafenschließung gesorgt. Aber es sind über 1000 Flüge betroffen, 170 gestrichen, 4000 Passagiere sind gestrandet. Die Polizei fährt hier auch durch. Merkt ihr nicht, dass ich eine Aufnahme mache? Das geht gar nicht. Interessiert die wahrscheinlich nicht. Ja, auf jeden Fall sind über 1000 Flüge betroffen und nach der Drohnenkrise gab es eine Welle an Krankmeldungen, die halt wirklich zusätzlich für Ausfälle gesorgt hat. Und die Auswirkungen sind, 2000 Passagiere konnten alleine wegen dieser Krankmeldung nicht transportiert werden. Die Operation zu stabilisieren benötigte viel Zeit und Ressourcen. Und natürlich ist das mit dem Thema, dass die City Line durch die City Airlines ersetzt werden soll. Das muss man halt ehrlicherweise so sagen. Und da gibt es halt auch ganz klar eine Thematik, die man ehrlicherweise auch wahrnehmen muss und erkennen muss. Denn ja, ist natürlich nicht schön, wenn du den Job verlierst. Ist die Häufung von Krankmeldungen bei Piloten ein legitimes Mittel des Protests oder gefährdet sie das Vertrauen der Passagiere in die Airline? Wie seht ihr das? Ist das ein Thema?
Was auch interessant ist, ist halt die Boeing-Flotte, die 767-300er ER von Austrian Airlines. Die fliegen und fliegen und fliegen, so quasi der Käfer. Warum? Weil sie sollten ja eigentlich bis Ende 2025 ausgemustert werden, hatte ich ja auch so verkündet. Aber die Lieferverzögerungen bei der 787 Dreamliner haben dafür gesorgt, dass die wahrscheinlich länger fliegen müssen. Die erste Ausflottung ist nicht vor 2026 geplant und die komplette Phase-out bis 2027. Ja, man hat die Maschinen ja aus der Lauda-Übernahme 2005 bekommen. Und dieser Zeithorizont hat sich halt, wie gesagt, nach hinten verschoben, weil die 787 Verspätung hat. Also interessant. Und 2027 ist dann die 767-300 ER bei der Austrian Airlines Geschichte. Seht ihr das als nötig an oder sagt ihr, dass das ein Risiko für Image und Effizienz ist wegen der Lieferprobleme? Oder ist das einfach wurscht? Ich persönlich finde es halt nur schade wegen dem Produkt. US-Shutdown für Allegris, Zulassung bei Lufthansa sorgt für Verzögerungen. Das ist natürlich auch ein Produktthema, weil die US-Haushaltssperre der Shutdown-Teile der FAA lahmlegt. Ist es so, dass wir immer ja noch warten auf die Unterschrift. Angeblich ist ja alles gemacht, alles getan. Aber weil die Unterschrift halt auf sich warten lässt, ist es so, dass die Lufthansa nun die Business-Class-Sitze ja blockieren muss auf ihren Fliegern, die ausgeliefert worden sind. Das wollten sie ja so, was ja auch geplant war. Aber man muss da jetzt wahrscheinlich länger mit Vorlieb nehmen, weil halt die Unterschrift noch länger braucht. Und die Umsatzeinbußen auf den ersten Flügen sind natürlich eminent, weil Business Class Geld bringt und wenn man die nicht verkaufen kann, nichts ist älter als ein Sitz, den man nicht verkauft hat, wenn die Tür zu ist. Und wegen der ausstehenden FAA-Zulassung ist es ja so, dass man da die Reihen sperren musste. Und ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert. Sollten die Airlines bei so zentralen Projekten wie der Kabinenzulassung weniger von Behördenprozessen abhängen oder ist das unvermeidlich? Also sagt ihr, na, warum, wenn die FAA, wenn das Ding durchgetaktet ist und alles schon genehmigt ist, im Prinzip man nur auf eine Unterschrift so ungefähr wartet, wo ist das Problem? Warum unterschreiben die das nicht? Warum dauert das so lange? Könnt ihr ja auch gerne mal was zusagen. Einen Ausfall der lustigeren Art, wenn es nicht so traurig wäre, haben wir bei Finnair. 40 Flüge sind ausgefallen, mindestens wegen fehlerhaft gereinigter Sitzbezüge. Ja, 8 Airbus A321 wurden aus dem Verkehr gezogen, denn die Sitzbezüge wurden nicht mit zertifiziertem Wasser gereinigt, was ein Brandrisiko darstellt. 40 Flüge gestrichen, 5000 Passagiere sind betroffen. Ich war nicht dabei, Gott sei Dank. Zertifiziertes Wasser, das klingt ja wieder so, als ob das irgend so Voodoo wäre oder sowas. Nein, also in der Aviation ist ja alles ganz klar reglementiert und strikt gemacht. Und so ist es halt gewesen bei dem, dass die Flüge halt gestrichen worden sind. Gibt dann aber auch, also im Prinzip muss man das halt mit irgendeinem Wasser, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das nie auf Schirm, dass das auch damit noch spezielles Wasser ist. Ich dachte, du tust es in die Waschmaschine und gut ist. Vielleicht ein spezielles Waschmittel oder so. Aber hey, so ist das in Aviation. Es gibt trotzdem EU-Kompensation. Heißt also, die haben die Pflicht, euch zu umbuchen, auch auf andere Flüge, auch bei der Konkurrenz, Hotel und Verpflegung, natürlich bei Verspätungen, Geldentschädigung, da hausgemachtes Problem. Leider hat da anscheinend jemand den falschen Wasserhahn aufgedreht. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Wenn das alles komplex ist, kann da natürlich auch ein Fehler passieren. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr lustig drüber machen, aber es klingt halt sehr interessant, wenn man es übersetzt, dass man falsches Wasser genommen hat. Statusmatch für Lufthansa-Statuskunden zu Flying Blue, wieder eine Möglichkeit. Heißt also, Air France KLM bietet ein Statusmatch für Miles & More Mitglieder in Italien sowie Mitglieder in China, Hongkong, Taiwan an. Kein Platinum-Match für China, Taiwan, Gold-Match dort teurer als in Italien. Silber, Gold, Platin mit bekannten XP-Anforderungen. Das SkyTeam Elite Gold gibt euch halt den Zugang zur Priority Lounge, Check-in und auch zum Priority Boarding und Lounge, so ist es richtig. Und der Plus ist das genannt, der Gold. Aber überraschend ist, dass Flying Blue den Match auf China ausweitet. Dort gilt der Markt ja als schwierig. Deshalb bin ich da mal gespannt. Also
Italien macht ja Sinn, weil die ja da natürlich jetzt mit der ITA und so weiter versuchen, da Leute abzuziehen. Würdet ihr den bezahlten Statusmatch zu einem anderen Fliegerprogramm wechseln oder bleibt ihr lieber beim aktuellen Programm treu? Oder geht ihr auf eine amerikanische Kreditkarte, mit der ihr zum Beispiel einfach nur durch Umsatz eine Karte bekommt? Eine Promotion von Marriott, das ist der letzte Punkt. 7 Themen haben wir heute, die Sendung trotzdem nur 10 Minuten lang, ein bisschen länger. Promo-Zeitraum ist 28. Oktober bis 10. Januar. Da gibt es für den ersten Stay 2025 Punkte, für den zweiten Stay 2025 Punkte, das kumuliert 4.050 sind und natürlich dann nochmal 2025 nach dem dritten Stay, was natürlich 6.075 Punkte sind. Gut, wir wollen uns jetzt nicht über den Wert von Marriott Bonvoy Punkten streiten. Wenn man bei der Outdoor Collection übernachtet, gibt es auch nochmal 2.000 Punkte kostenlos. Die Registrierung ist erforderlich, nur Aufenthalte nach der Registrierung zählen. Nicht gültig für Erwarts- oder Punkte oder Cash-Stays. Ja, man kann jetzt einfach sagen, es ist ein netter kleiner Bonus, besser als ja nix. Und man kann das natürlich mit anderen Promotions, die da vielleicht targeted sind, kombinieren, habt ihr einen Vorteil. Und ja, das ist ein nettes Extra, da brauche ich keine Frage zu stellen, sondern es ist halt, wie es ist. Es ist wenig. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch die Fragen des Tages zu beantworten. Die Frage des Tages, die eine ist natürlich Allegris betreffend. Sollten Behörden, wenn die Unterschrift nur fehlt, sollte man da einfach sagen, ja gut, warum dauert das so lange? Da sollten die Behörden dann nicht so involviert sein, wenn sie es kontrolliert haben. Dann sollen sie halt den dusseligen Stempel drauf machen. Und die andere Sache ist es so, würdet ihr für ein Status-Match bezahlen oder nicht? Da würde ich mich freuen über eure Antworten und wie ihr das Thema seht. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch und bis bald bei Frequent Traveler TV. Also bis dann, ciao.